Der Carabus 630 ME, ja, wir sind auf dem Caravan-Salon in Düsseldorf. Ja, und das will der Markt haben. Ja, einen kompakten Bus, der nicht zu hoch ist, mit Aufstelldach. Und ja, hier ist einer der Produktmanager, Stefan, grüß dich. Hallo, grüß dich, herzlich willkommen. Toll, oder? Ja, das ist jetzt eine Neuheit von uns hier auf der Messe, auf dem CSD in Düsseldorf. Wir haben ein Aufstelldach ist nicht neu, ich sage es jetzt mal so, aber wir haben das komplett neu angenommen, das Thema. Wir sind der erste Hersteller, der ein Aufstelldach in LFI-Technologie auf den Markt gebracht hat. Meine Frage war direkt, was ist LFI? LFI ist zum Vergleich zum Wettbewerb, was im Moment werden Dächer, hast eine Form, da werden Fiberglasmatten reingelegt, dann kommt der Harz dazu, dann wird das gewalzt oder so. Bei uns ist ein kleiner Unterschied, wir haben ein Dach, das ist ein werkzeugfallendes Teil. Sprich, bei dem Dach werden in Werkzeug langfaseriges Material eingespritzt, was das Dach robuster macht, langlebiger, leichter, aber auch isoliert. Und das in einem Aufstelldach. Also ich kenne ihn nur von SCA, das ist typisch, ich glaube aus Fiberglas sind die meistens gemacht. Das ist so ein laminiertes Dach, genau, das ist so mit bekannt. Wir haben natürlich auch eine Menge an Funktionen noch mit eingebracht in das Dach. Wenn man jetzt da mal schaut, klar, wir haben ein bisschen Design mit drin, Linien, Kante, einen aerodynamischen Frontspoiler. Dann schon ein Unterschied zu vielen Mitbewerbern. Wir sind jetzt das Dach aufgeklappt und ich sehe jetzt hinten Rahmenverlängerung. Bei ganz vielen Dächern am Markt ist halt einfach so, die haben ein Dach oben drauf, dahinter ist es abgehackt. Und hässlich. Dann, genau, und dann läuft die normale Blechkarosserie runter. Ich habe wie so einen Buckel auf dem Dach. Wir sind jetzt hergegangen, haben noch Rahmenverlängerungen hinten oder aufs Dach noch Verlängerung mit draufgesetzt, damit die Silhouette vom Fahrzeug erhalten bleibt. Damit es optisch halt auch schön ist von der Seite. Was natürlich ein Gag ist, das Fenster. Also ich komme gar nicht drüber weg. Im Aufstelldach ein Fenster drin. Ja, das hat ganz einfach den Sinn. Es gibt halt viele Dächer, wenn ich die runterklappe, dann ist innen drin dunkel. Und wir haben genau über dem Aufstieg eine Dachhaube eingebracht. Sprich, ich habe auch, wenn das Dach unten ist, Licht und Luft im Auto. Und zusätzlich haben wir im Heck auch noch die Möglichkeit, ein Fenster zu montieren. Und trotz Aufstelldach ist bei uns die Möglichkeit, jetzt beim 6 Meter und 6,30 Meter auch im Heckbereich noch eine Klimaanlage zum Verbauen. Trotz der Carabus, ich zeige es mal gerade hier hinten. Ja, Klimaanlage, das ist ein Wunsch, was viele mehr und mehr haben, das kann man nachvollziehen, oder? Richtig, kann man reinmachen. Aber wie gesagt, bei uns funktioniert es trotz Aufstelldach auch mit Klimaanlage. Großer Heckstauraum, ich glaube, das verlangen viele, damit man das Fahrzeug, man ist ja nicht immer nur campen, oder? Nee, man ist nicht campen, ich kann die Zwischenwand reinnehmen. Das ist jetzt ein 6,30 Meter Längsbettfahrzeug. Zwischenwand rausnehmbar, Betten komplett rausnehmbar. Ich kann das auch mal daheim in die Garage tun und zum Shoppen fahren mit dem Teil, mal im Baumarkt lange Sachen holen. Ladelänge habe ich habe einen Transporter, ich habe genug Zuladung. Ist der Boden strapazierfähig, wenn ich hier einen Hund habe zum Beispiel, oder sollte ich da was drauflegen? Es ist ein PVC-Boden. Okay, also ich täte jetzt natürlich keinen Bauschutter oben drauf rumschieben, das ist klar, aber normal für normalen Gebrauch ist kein Thema. Unkaputtbar. So, das Thema ist ja Isolierung. Das heißt, ihr habt gesagt, die Fahrzeuge sind winterfest. Gilt das auch für den? Winterfest, gilt für alle Fahrzeuge bei uns. Ja, Betten. Das hier sind Längsbetten? Das sind jetzt Längsbetten, die jetzt gerade ein bisschen durcheinander sind. Ist natürlich in der Mitte mit dem Polster zum Verbinden. Ja. Ich habe da 2 Längsbetten, im Vorderbereich dann Sitzgruppe, Nasszelle. Vielleicht für dich zur Ehrenrettung. Ja, wir drehen heute am ersten Messetag. Es ist kurz vor Messeschluss. Genau. Es waren heute nicht so viele Leute da, muss man sagen. Das war aber auch ganz angenehm. Das heißt, also man konnte sich mit vielen unterhalten. Morgen ist Samstag, da geht es wahrscheinlich mehr los. Morgen wird der Bär brummen, sage ich jetzt mal. Ja. Heute war ein super Tag. Ja. Es waren richtig viele Interessenten da, muss ich ganz ehrlich sagen. Verkäufer sind alle glücklich bei uns. Es war heute super angenehm für die Leute, die gekommen sind, weil natürlich einmal durch die Corona-Maßnahmen, die einfach da sind, die Abstände zwischen den Autos schön groß sind, wir einen gigantischen Stand haben und so die Leute auch mal wirklich einen Eindruck haben von den Autos, weil die einfach nicht so eng gedrängt stehen, schön Luft dazwischen haben und sie auch wirklich die Autos mal richtig anschauen können.
was halt an einem normalen Messetag eigentlich so in der Regel ja gar nicht möglich ist. Ja, ich finde es auch gut, dass ihr da seid. Ganz viele Hersteller haben gesagt, wir kommen nicht. Und das ist ja auch eine Belohnung letztendlich für die Leute, die kommen. Also ich meine, das Jahr 2020 war ja ein extremes Jahr, was den Abverkauf anging. Lagerfahrzeuge wurden den Händlern aus den Händen gerissen. Und 2021, es endet nicht, oder? Nee, das wird genauso weitergehen. Das ist so. Das heißt, die neue Art des Campings ist zum Beispiel der Kastenwagen, der teilintegrierte. Was ist mit eurem Wohnwagen? Wie geht es da weiter? Laufen genauso, legen genauso zu. Also im Moment gibt es, glaube ich, nichts, was in der Branche nicht läuft. So, vielleicht noch mal kurz zurück zum Fahrzeug. Ihr seid dafür bekannt, dass ihr gute Qualität, also richtig tolle Qualität in handwerklicher, guter Arbeit zu Spitzenpreisen anbietet. Das kann man ja gar nicht anders sagen. Und das bedeutet aber auch, ihr müsst permanent, wenn ihr so ein Fahrzeug reinkriegt, ich nehme an, dass die Wettbewerber kaufen sich so ein Auto, gucken sich das an, gucken, wie haben die das gemacht, ja. Ist das so ein Katz-und-Maus-Spiel jetzt im Kastenwagenbereich, dass also man auch gucken muss, was machen die anderen, zu welchem Preis bieten die das an? Ja, sicher. Preisdruck hast in der Branche genauso. Bloß ist halt bei uns, sage ich jetzt mal, bei uns als Hersteller oder bei der Marke immer noch wichtig, okay, was kriegen die Leute für ihr Geld? Und wir wollen den Leuten halt ein faires Auto bieten, wo man auch Sachen macht, wo man jetzt optisch nicht sehen kann, eben unten drunter wie Thema Isolierung, Verarbeitung und so weiter. Das wird halt bei uns mitgeboten. Wir sind bestimmt nicht die günstigsten auf dem Markt, aber das Wichtigste ist Preis-Leistungs-Verhältnis und was kriegen die Leute für ihr Geld. Und da sind wir ganz vorne dabei. Ja, ihr seid Teil einer ganz großen Gruppe. Genau, wir gehören zur Knaus Tabbert AG. Ist die Marke Weinsberg ein Teil davon, von der AG. Sie wächst und wächst. Sie hat richtig zugelegt die letzten Jahre, das ist richtig. Ich glaube, sogar im Top-Premium habt ihr einen Zukauf getätigt. Ja? Das heißt, ihr seid unterwegs überall. Aber Weinsberg, das ist ja so eine Marke. Ist das fast ein Geheimtipp, so vom Preis-Leistungs-Verhältnis? Weil man hat ja so das Gefühl, so ein Weinsberg, der ist ziemlich teuer. So wie der draußen ist, der wird ja nicht als billig gehandelt. Nee, es ist ein Preis-Leistungssieger. Ich kann nichts anderes sagen. Was halt die Leute, viele nicht wissen, Weinsberg ist eigentlich das älteste Unternehmen in der Caravan-Branche. Die Firma ist im Jahr 1912 schon gegründet worden, ist bekannt geworden im Jahr 69. Da hat Weinsberg den ersten CUV auf den Markt gebracht, Serien-CUV. Da ist Weinsberg damals bekannt geworden mit. Alles andere, was danach gekommen ist, die bauen halt sowas auch. Aber Weinsberg ist am Markt der älteste. Stark. Ja, aber der Teufel liegt im Detail. Fenster. Da gibt es wahrscheinlich unglaublich viele Zubehörhersteller. Ihr habt euch für wen entschieden diesmal? Also wir haben jetzt hier bei dem Fahrzeug Seitz Rahmenfenster drin. Schon gut, oder? Das ist eine Option bei uns, die der Kunde haben will, wenn er so will. Wir haben natürlich auch serienmäßig die vorgehängten Fenster drin. Okay, aber die Seitz-Fenster haben schon einige Vorteile. Gut, ich sage jetzt mal, von der Isolierung her sind sie ähnlich, die Fenster. Vorteil von dem Rahmenfenster ist halt, ich habe eine flächenbündige Scheibe, die in dem Rahmen sitzt. Das schaut halt einfach cool aus und ist ein bisschen, sage ich jetzt mal, von Einbruchssicherheit her. Ich kriege alles auf, wenn ich es mit Gewalt mache. Es dauert ein bisschen länger. Aber ich komme halt nicht so leicht da unten an die Hebel dran. Ja, sehr schön. Wir gehen am besten mal rein. Ja, bitte? Genau, das Wichtigste bei dem Fahrzeug gleich war jetzt mal das Aufstelldach, wo wir mit angefangen haben. Ja. Frage ist, ich könnte mal kurz hochgehen, mal reinfilmen? Genau, film da mal rein, weil wir haben da oben ein gigantisches Raumgefühl. So, da brauchen wir aber jemanden, der uns hilft. Zufälligerweise ist die Patricia hier. Grüß dich, Patricia. Hallo Sven. Du hast zugehört die ganze Zeit, ja? Das ist ein spannendes Produkt, oder? Auf jeden Fall. Sie ist absolute Novize, was den Bereich Camping angeht. Wir haben jetzt alle Filme mit ihr gedreht. Sie hat alle Autos gesehen. Ein ganz neues Konzept. Was ganz Neues, ja. Ja, wenn du mal so lieb bist, geh mal hoch. Ja. Denn wir wollen mal sehen, sie ist 1,67 Meter groß. Ich benutze sie immer ganz gerne, um mal zu zeigen, wie man denn da liegt. Denn nicht alle Menschen liegen ja schnurgerade, muss man sagen. Viele winkeln ja an, oder? Ist jetzt da überhaupt kein Problem. Wir haben da oben eine Liegefläche von 2 Meter auf 1,35 Meter. Aber film einfach mal mit hoch. Warte mal, ich gehe mal hoch. Ich soll das mal zeigen. Wie dick ist denn die Matratze? Das ist bei Aufstelldächern ja immer ein Riesenproblem. Oh, fragen wir jetzt nach dem genauen Maß. Ich meine, die ist jetzt 9 cm. Aber sie ist dicker wie bei meinem VW-Bus. Ja, ist dicker als beim VW-Bus. Aber ich sage jetzt mal, es ist von der Qualität her auch ganz was anderes. Und was, glaube ich, der wesentliche Unterschied ist jetzt auch zu vielen Mitbewerbern auf dem Markt. Wir haben unter der Matratze eine komplett geschlossene Unterschale. Die Unterschale, die hat auch die Form von der Karosserie mit übernommen.
Somit haben wir auch Unterlüftung unter der Matratze. Wir haben noch ein extra Gewirk unten drunter, damit die Matratze auch trocknen kann. Ja, Ich gehe mal kurz hoch, dann kann man das vielleicht ein bisschen zeigen. Denn wenn du mal gerade so lieb bist, die mal hoch nimmst, die Matratze, Patricia, Ja. da können wir vielleicht mal drunter gucken. Ah, Also, wenn du jetzt da schaust in dem Bereich, wir haben da überall so Kanäle drunter, dass die Ja. Matratze ein bisschen ablüften kann. Hier an der Matratze siehst du jetzt auch noch ein bisschen Gewirk. ja. Und somit hast du die Möglichkeit, durch die Unterlüftung, dass die Matratze auch trocknen kann. Wenn das eine komplett geschlossene Wanne war, man verliert Feuchtigkeit in der Nacht, man schwitzt und die muss ja wieder raus. Das hier ist jetzt diese Wanne auch in der gleichen LFI-Technologie? Ne, das ist ein Tiefseeteil. Das Dach ist LFI. Stark sind auch die LED-Leisten, die ihr komplett integriert habt. Ja, das kann ich dir auch gleich mal einschalten. Zusätzlich haben wir oben nochmal Leseleuchten. Nee, warte mal. Strom ist aus, er macht es mal kurz an, denn das Thema Beleuchtung, wow! Also wir haben auch hier oben Ambientebeleuchtung mit integriert. Das hat jetzt so wirklich am Markt auch noch keiner gemacht. Dann haben wir zusätzlich oben drüber so Touch, einfach mal draufstappen, genau. Im Aufstelldach. Im Aufstelldach. Das macht jetzt die LFI-Technologie wieder möglich, dass wir da oben auch Leuchten integrieren können. Dann haben wir natürlich auch an so Kleinigkeiten gedacht, wie Flaschenhalter. Warte mal, ich muss einmal kurz, das ist jetzt quasi fast unmöglich, aber es geht. Flaschenhalter habt ihr drin wie im Flugzeug. Flaschenhalter, Ablageflächen, USB-Lader und dann, das hat das jetzt auch noch keiner auf dem Markt, wenn ich jetzt mal hier schaue, wenn ich das Dach geschlossen habe, wir sind die erste Hersteller der Warte, ich muss mal kurz hier rüber gehen, mit der Kamera schwenken. Ach, ihr habt einen Ausströmer? Wir haben Warmluftaufströmer, auch fürs Aufstelldach. Weil auch da kann es mal frisch werden und dann will ich hier oben ein bisschen mitgeheizt haben. Es wird frisch, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Also im T6, den ich habe, mitten im SCA-Dach, es wird frisch. Ja. Das heißt, ich so habe ich hier oben extra Warmluftaufströmer, wird mitgeheizt vom Fahrzeug. Ich kann die Zellplane schließen. Komplett, ja. Ich habe einen riesen Pano. Komplett schließen. Ich kann nur ein Fenster machen. Ich kann Ja. die Cabrio-Funktion komplett machen oder so wie hier jetzt auf dem Moskito mit dem Moskitoschutz. Also nochmal, man kann es komplett öffnen auch, das Dach. Dass es geht auch komplett offen komplett ist. auf. Okay, verstanden. Müssen wir jetzt nicht machen, aber ich kann dann richtig so am Meer Cabrio-Feeling. Genau. Und übers Meer schauen, wenn ich im Bett liege. Und? Will haben. Ist das im Prinzip ist so, die Altersklasse ist ja überhaupt nicht definiert bei dem hier, oder? Das heißt, das könnte für Ältere, für ganz Junge. Es funktioniert für Familien, jung, alt, für Leute, die getrennt schlafen wollen. Und wenn ich jetzt auch mal so schaue, das Raumgefühl hier oben ist gigantisch. Ich habe auch im Fußbereich richtig Platz. Ja, das Licht macht doch viel aus, glaube ich, oder? Dass man sich Nee, nicht wir so haben dunkel. Schon vom Mechanismus von Scharnieren hinten her so, dass das ein bisschen mehr Öffnungswinkel hat im Heck. Zusätzlich haben wir auch, wenn ich die ganzen Planen geschlossen habe, trotzdem hier oben drüber ein Fenster mit Moskitoschutz, Verdunklung. Also was auch gut aussieht, ist dieser stabile Griff statt so Schlaufen. Klar, Schlaufen hat es immer noch, dass ich schieben kann. Die brauche jetzt ich zum Beispiel in meiner Größe, weil ich sonst da oben nicht hinkomme zum Runterziehen. Aber klar habe ich zusätzlich den Griff dann, dass ich es anziehen kann, verriegeln kann. Wir haben auch eine massive Verriegelung dran. Das Dach ist mechanisch zu schließen? Mechanisch, ja. Ja, das wär's doch jetzt. Also im Grunde genommen, Zielgruppe hier sind Familien und Sommerurlaub, kann man das sagen? Ist quer durchs Gemüsebeet für alle Kunden. Das Geile ist halt bei dem Dach, das ist eine Option bei uns. Ich kann praktisch das für jedes Fahrzeug anbieten, was das mittlere Hochdach hat. Egal ob jetzt 5,40 Meter lang, 6 Meter lang oder 6,30 Meter. Optional kann ich überall das Dach dazu wählen. Dann ist das Fenster hinten aber weg, oder bei 45? Bei 45 ist das Fenster hinten weg, da brauche ich auch die Rahmenverlängerung nicht. Aber das mit der Rahmenverlängerung ist schon, das ist ein optisches Designelement, was sich ja viele wünschen, dass das halt nicht so ich meine, es gehört so wenig dazu, es gut zu machen, ne? Ja, aber es ist halt ein Detail, wo auch Geld kostet, muss man auch mal ganz klar dazu sagen. Ja. Wir wollen es aber haben, weil es halt einfach schöner ist. Ja, es ist euch gelungen. Also er hat es bestätigt, der Teilintegrierte, der Pepper, den wir eben haben, war der meistverkaufte in Europa sogar. Und ja, das heißt, sie machen es richtig und da macht sich Stückzahl am Ende des Tages, oder? Sicher. Super. Ja, wir gehen am besten nochmal runter. Es ist dann schon ein bisschen eng hier, aber das mit den Ablageflächen, warte mal grad. Das hat mich jetzt schon umgehauen. Zum Beispiel, du kommst jetzt hier gerade die Leiter runter. Das ist auch ein kleines Detail. Wenn du jetzt schaust, die Leiter ist quer zum Eingang. Hat ganz einfach einen Vorteil. Ich kann auch, wenn die Leiter da steht, rein und raus gehen.
Wenn du mir das mal kurz zeigst, wie das geht, rein und rausgehen jetzt. Ja, ich kann hier jetzt ins Fahrzeug rein und rausgehen. Die meisten Hersteller machen die Leiter hier mitten in den Gang rein, dann ist aber der Ausgang versperrt. Das ist bei uns nicht. Dann lässt sich die Leiter falten. Ich kann die zusammenklappen und hier oben ins Ablagefach reinlegen, dann ist die weg. Ich darf mal kurz was ergänzen. Wir waren gerade eben beide zeitgleich auf der Leiter und die hat sich nicht bewegt. Also ich habe eben gedacht, oh je, das geht schief. Die hat noch nicht mal gewackelt. Also es ist wirklich, du wiegst ungefähr 70, 80? 74 Kilo. 74 Kilo, ich wiege 90. Kannst dir vorstellen, das waren jetzt mal gerade eben 160 Kilo, die da drauf waren. Da ist nichts passiert. Nee, kein Problem. Okay. Alles getestet. Klar, wir sind ja in Deutschland. Das heißt, die Fahrzeuge werden in Deutschland entwickelt? Die werden komplett in Deutschland entwickelt. Bei uns im Werk in Niederbayern, in der Handelsbrunn. Prototypen, das heißt also jetzt so eine Designform, wenn ihr die entwickelt, wie das Dach jetzt hier oben, baut ihr da auch praktisch Modelle oder seht ihr das nur im Rechner? Nee, also sicher wird am Rechner konstruiert und dann kann ich mir auch da Bilder schon anschauen. Aber ganz klar ist, dass zu Prototypenabnahmen oder auch Muster gebaut werden im Vorfeld, wo einfach dann Formen angeschaut werden, gefällt es nicht. Also das ist ganz viel Arbeit im Vorfeld, was man so dann gar nicht mehr sieht im Nachhinein. Ja, wir haben es in einem anderen Bus, ich verweise da drauf, auf den wir eben gefilmt haben. Der Name nochmal? Das war der 600 MQH. Der 600 MQH, also einfach mal googeln. Jetzt sind innen wahrscheinlich viele Dinge identisch, richtig? Richtig, mein Karosserie, Armaturenbrett ist Fiat. Ist natürlich identisch. Ich meine, die drehbaren Sitze sind bei beiden. Wir haben jetzt hier ein anderes Stoffpolster drin. Also aber es ist doch so, dass das 9-Gang ZF-Getriebe, was jetzt kam, das ist ja schon ein Segen, oder? ja, das ist ein richtiges Wandlerautomatikgetriebe, was dem Auto schon richtig gut tut. Ja, Ja, denn ich glaube, so der Trend mittlerweile geht zum Automatikgetriebe immer mehr und mehr. ja, es ist Kunden individuell, das ist ein Wunsch, aber es ist halt mittlerweile so, wer es haben will, kann es auch haben. Ja, so Kleinigkeiten. Also im Teufel steckt ja der Detail. Wenn man jetzt hier so ein Produkt entwickelt, kriegt ihr Feedback von den Kunden viel? Kriegen wir, ja. Wie ist da der Umgang, wenn ihr Feedback kriegt? Das heißt, ihr nehmt das extrem ernst, so Reklamationen, die dann sagen, hier ist so das und das? Ja gut, Reklamationen haben wir eine eigene Abteilung auch für. Nee, ich meine jetzt, dass einer sagt, das da hätte man anders machen müssen. Zum Beispiel. Sicher, ich höre so eine Messe über ganz viele, sprechen mich auch ganz viele Leute an. Ja. Und Ist so, ist klar. ist klar, Aber es sind so kleine, also wenn man das jetzt sieht, hier nochmal ganz kurz bitte einmal zeigen mit dieser Komfortfunktion. Man kann das so ähnlich ein bisschen vormachen, dann ist die Rückenlehne ein bisschen angewinkelt. genau, das Polster unten geht mit vor. Ich habe ein bisschen Abstützung Rückenlehnen, ich habe mehr Sitzfläche nach vorne. Ich kann jedes Polster links oder rechts, je nachdem wer da sitzt, einzeln verstellen. Wer kam da auf die Idee? Das ist auf meinem Mist gewachsen. Ehrlich? Ja, sicher. Hast du gut gemacht. Ja, das ist halt, ich habe ein Kind und eine Frau und wenn die Frau dann hinten sitzt, weil der Junior meistens vorne sitzen will, weil er mehr sieht und die Chefin sich dann beschwert, dass man hinten der Rücken wehtut, weil diese Rückenlehne so steil ist, dann kommt man auf so Ideen. Super. Ja, ich halte noch mal einmal kurz nach hinten rein. Also, Aufstelldach ist hier, das ist uns was ganz Besonderes. Man Das kriegt ist im Innenraum, du merkst es nicht. Das heißt, das Aufstelldach ist quasi nur an der Luke. Wie wird die zugemacht, die Luke? Was ist da zu sehen, wenn es zu ist? Da sehe ich halt dann, so wie hier jetzt, den Stoffbalk. Also ich okay. habe jetzt da keine extra Jalousie oder sowas drin. Ja, aber da ich ja auch nichts hochklappen muss, so ein Zwischendach und so weiter, ist das innen, merke ich gar nicht, dass ein Hochdach da ist. Und innen ist der identisch, wie ob jetzt da eine Dachluke sitzen tät oder ein Hochdach drin wird. Innen bleibt alles unverändert, die Schrankhöhen bleiben die gleichen, die Maße von der Decke, es bleibt alles identisch. Die Nachfrage nach einem großen Bus, also wie denn hier mit Hochdach, das ist schon groß. Also der Markt hat das verlangt. Der Markt verlangt sowas, ja, ist richtig. Ja, und dann noch in dem Preissegment, das heißt, das kann sich jeder leisten, also gerade Familien, der Wiederverkaufswert ist hoch, das heißt, ist die Entscheidung vielleicht mal daneben gegangen oder ich will mich verändern, ich krieg's immer wieder verkauft. Es ist überhaupt kein Problem. Es ist ja mittlerweile auch so, auf der Bank kriegst du nichts mehr für dein Geld. Die Leute, die träumen schon lang von so einem Fahrzeug. Sie haben das Geld auf der Seite, kaufen sich so ein Fahrzeug und wissen eigentlich auch, ich verliere nichts. Ist ein Riesenvorteil und nimmt auch den Leuten das Risiko ein bisschen weg. Ja. Und wenn sie wirklich keinen Spaß dran hätten, dann können sie es auch wieder verkaufen. Das ist ein Job, der Spaß macht, anderen Leuten Freude zu bereiten? Mir macht es Spaß, ich mache das gerne. Ja.
Komm, wir gehen mal kurz raus, dann zeigen wir das mal. Also alles andere, was Sie so sehen an Details, da gibt es ein anderes Video, was wir gedreht haben, wir haben es eben erwähnt. Da steht er, diesmal in weiß. Im Prinzip noch eine Frage, die Farbe von dem Dekor, das macht ja viel aus. Wenn der jetzt nur weiß wäre, wäre es ein Lieferwagen. So ein bisschen Dekor und er sieht unglaublich schick aus. Ja, wir halten es extra dezent, aber wir haben ein bisschen Linie und Farbe drauf, was halt einfach schick macht, das Fahrzeug. Wenn du jetzt mal einen Schwenk nach links machst, dann siehst du dasselbe Dach auch auf einem 5,40 Meter Auto. Da ist es. Das ist aber auch unglaublich gefragt. 5,40 Meter, das ist so eine Länge, da kannst du nun wirklich mit dem VW-Bus einen Ticken größer, du kommst überall rein. Das ist ein 5,40 Meter, der passt auch in der Innenstadt auf eine Schrägparklücke. Ich habe ein 4-Personen-Auto auf 5,40 Meter mit 4 festen Schlafplätzen. Krass. Ja, auch das werden wir uns morgen mal angucken. Ich komme noch mal vorbei, jetzt ist Messeende. Richtig. Du bist auch ziemlich geschafft, nehme ich an. Das heißt, ihr habt alles vorbereitet. Es war ein langer Tag und gestern und vorgestern auch schon, ja. Ja, ich gucke mal auf die Uhr. Heute ist der 4., korrekt, der 4. September 2020. Stefan mit vollen Namen? Stefan Kreuz ist mein Name. Stefan Kreuz von der Firma Weinsberg, ja, aus dem Produktmanagement. Ja, vielen Dank, dass du uns das gezeigt hast. Vielleicht auch mal so ein bisschen aus der Sicht eines Vertrieblers, denn ohne eure Kunden könnt ihr die Fahrzeuge nicht verkaufen. Das heißt, also ihr könnt noch so viel entwickeln, wenn der Markt es nicht will, dann war es das. Nee, es macht keinen Sinn, am Markt vorbeizuentwickeln oder sich da irgendwelche Hirngespinste durchzubringen. Man muss schon ein bisschen auf die Leute hören, was sie brauchen, was sie für Wünsche haben, Bedürfnisse haben und da schaut man halt, dass man da möglichst viel auch von umsetzt. Ja, danke Stefan. Tschüss. Jo, bitte.